Also ich habe es ins Genlager gelegt. Ich wusste, dass ich es vergessen werde. Auf jeden Fall habe ich wieder bei den Reroll-Pads, also das Pad, was ich jetzt hier aktuell benutze, ist ja besser als mein perfekter Fuchs, der halt ein schlechtes A-Level hat, ne? Aber sonst 1, 2, 3, 4, 5, was auch immer. Aber wir haben uns ja schon, also weiß ja jeder, 1, 2, 3, 4, 5 Pads sind Trash. Nur die letzten beiden Level 10 eigentlich wirklich. Oder nur die sind richtig relevant. 7 und 9 halt. Oder 6 und 8, whatever. Und mein einer Fuchs, alle Einsen am Ende eine 8. Das ist mein aktuelles Pad. Jetzt habe ich einen neuen Fuchs, der ist noch besser. Also mein perfekter Fuchs, also oder halt bis B perfekter Fuchs, also mein perfekter Prototyp oder wie auch immer man es nennen will, ist ja scheißegal. Mein Potenzialfuchs, mein perfekter Fuchs mit Potenzial, whatever. Der gibt, jetzt lass mich liegen, 29 Int oder 27, eins von beiden. Auf jeden Fall knapp 30. Der hier hat nur 1er, 2, 2er und eine 8, gibt 32. Und jetzt habe ich noch ein Reroll, also eigentlich ein Reroll-Pad, also wollte ich eigentlich verkaufen. Jetzt gibt der neue Fuchs wie viel? Ja, 41, weil er 2 6er bekommen hat. What the fuck, Alter? Ich will damit eigentlich Geld verdienen. Warum werden die immer besser? Mein 41 ist actually schon, also heutzutage natürlich auch nicht mehr heftig, aber vor den Pad-NPCs wäre es sogar ein bisschen was wert gewesen, tatsächlich. Also gar nicht mal so bad, schon mittelmäßig zumindest. Also heutzutage natürlich Trash, aber echt wild. Also eigentlich willst du die Scheiße verkaufen, du willst gar nicht, dass sie gute Level bekommen. Aber naja, so bringt es mir theoretisch am meisten, weil Fuchs benutze ich am öftesten. Jetzt kann ich meinen perfekten Fuchs fast gar nicht mehr benutzen, weil jetzt habe ich eigentlich, ja. Würde aber heißen, dass dein 32 und mein 36 bis kein 200 Mio wert sind. Ja, also die Reroll-Pads, hast du ja selber schon gesagt, 137 Mio. Etwas bessere Pads vielleicht 150. Die alten Pads, die so 500, 600 gekostet haben, also die alten schlechten sozusagen, die minimal besser als Reroll waren ja immer so 5, 6, 700 Mio. Zum Beispiel 3K HP-Pads wurden eigentlich immer für 650 verkauft. Das waren so 200 Mio mehr als Reroll-Pads ungefähr. Ich würde sagen, die sind jetzt so im 200 bis allerhöchstens 250er Bereich. Kommt natürlich auf das Pad an. Int, HP und Crit Damage sind ja eh die einzigen, die wirklich relevant sind. Und Crit-Rate vielleicht noch. Die anderen juckt ja eh keinen eigentlich. Also ich würde sagen, für so 32 Int, das ist eher schlecht. Also ich würde sagen eher unter 200, genau. Oder höchstens 200, weil es wirklich eigentlich schlecht ist. Oder es ist besser als ein Reroll-Pad, aber es ist... Niemand wird dir dafür 300 Mio geben, das ist einfach so. Und ja, ich meine, so für ein 3K P-Pad könntest du vielleicht bis zu 300 kriegen, wenn es vielleicht eher so 3,2, 3,3 hat, statt 2,9 oder so. Also noch ein kleines bisschen besser ist, aber... Eigentlich dürften die auch nichts mehr wert sein, weil ich meine, ich sehe es ja bei mir, ich habe echt nicht viele Pads gemacht und ich hatte jetzt einige dabei, die man, wenn man sie jetzt rein zum Benutzen haben will und halt nicht kein wirkliches Geld dafür ausgeben will, sondern man will einfach nur ein Pad, das einen guten Bonus bringt, aber man will auf keinen Fall dafür für Vermögen hinblättern. Und das trifft ja genau auf diese Pads zu, die so im 30 plus Stat-Bereich sind oder 3000 HP-Bereich oder 25 Crit-Damage-Bereich, wie auch immer. Das sind ja alles die gleichen Pads im Endeffekt, die gleiche Kategorie. Eigentlich scheiße gelevelt, aber ein gutes Level ist halt irgendwo reingerutscht und dadurch sind sie halt dann tatsächlich ganz nett. Und ich würde sagen, solche Pads, ja, irgendwo zwischen 200 bis 300. Also kein einziges Pad kann eigentlich mehr sein als das mittlerweile. Ich habe jetzt insgesamt 4 gute Pads gezüchtet und ich habe gerade mal, ich weiß gar nicht, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, meine Total S-Pads 29. Und ich meine, das ist natürlich nicht wenig, 29 Pads, das dauert, weil das allein die letzte Stufe dauert ja 10 Tage, also 29 A-Pads ist schon was. Das ist, S-Pads meine ich, bist du schon ein bisschen beschäftigt. Saxus Chapter 20, let's go, baby, let's go. Noch ein Chapter 20. Jax, my man. Der Silent Copter. Und noch ein Chapter 17. Shanks mit dem Chapter 17. Let's go. Warpath am Grind, baby. Das ist Warpath Sunday, baby. Let's go. Danke euch. Wohlverdiente F-Coins.
für euch. Aber ja, wie gesagt, also diese Pets, diese mittelmäßigen Pets sind kaum mehr wert. Also maximal doppelt so viel wie ein Reroll-Pet. Würde ich auch sagen, ja. Hi Village, was geht ab? Dann kannst du jetzt ja finally die Truppen hochleveln. Ich bin hier, Sir. Und ich gehe hier auch nicht mehr weg. Sir. Bugsdot, was geht ab? Aber ja, ich meine, für Free-to-Play-Spieler und vor allem für Newbies, also wirklich für komplette Newbies, die gerade erst anfangen, könnte die Pet-Situation wirklich nicht besser sein. Weil zum Beispiel bei Crit-Rate-Pets im Low-Level, Alter, du kannst jetzt einfach 15, oder ich weiß nicht, was so ein mittelmäßiges Pet eigentlich bringt, aber doch. Also selbst die schlechtesten Reroll-Pets, Crit-Rate, haben eigentlich 10% Crit-Rate. Also es muss schon wirklich nur einsam, dass es unter 10 hat. Und selbst ein mittelschlechtes oder sogar sehr schlechte Pets, 15 haben die eigentlich locker. Weil ja jedes Level bei Crit-Rate-Pack bringt einen Crit-Rate. Das heißt, wenn es nur 2 hat, sind schon 14%. Und das ist halt so geil eigentlich für Anfänger, weil du kannst mit nichts so krass deinen Char aufwerten, wie mit einem 14% Crit-Rate-Pad als Blade Level 60 zum Beispiel, ne? Eigentlich komplett scheiße. Blade Level 60 stinkt hart. Du hast keine Hitrate, du hast keine Crit-Rate. Im schlimmsten Fall hast du sogar nicht mal Attack Speed auf 100%. Du bist einfach so ein richtiger Armleuchter quasi. Und dann kaufst du dir einfach ein 14% Crit-Rate-Pad und du fühlst dich plötzlich, also, ich meine, klar, es löst jetzt nicht alle deine Probleme, aber es ist einfach so ein Weltenunterschied wie vorher. Mein Crit-Damage im Low-Level bringt ja eh nicht viel, weil man noch nicht die Crit-Rate hat, außer bei Ranger und Jester vielleicht, aber die anderen brauchen ja dann eher Crit-Rate. Oder aber auch für Int und so. Ich meine, gut, Int ist leider nicht so ein krasses Power-Up. 30 Int merkt man jetzt auch nicht so heftig. Aber für Newbies sind jetzt Pets wahrscheinlich sogar preis-leistungstechnisch das Beste, was man sich holen kann. Weil die im Unterhalt so gut wie nichts kosten. Du musst sie höchstens einmal alle x Stunden füttern. Das kostet dann mal 5, 6 Mio, aber ist immer noch das günstigste Power-Up im Spiel. Und vor allem bringt es auch viel mehr als die richtigen Power-Ups. Ich meine, 10% Crit-Rate, Potion, alle halbe Stunde einen neuen aktivieren. Das heißt irgendwann Vermögen. Ein Pet kostet dagegen gar nichts. Im direkten Vergleich. Und ja, also das ist schon wirklich heftig. Für Anfänger ein absoluter Gamechanger. Das ist schon crazy. Miso, was geht ab? Jax, hast du echt gesagt, was geht ab? Ne, hast du nicht. Mach mir jetzt kein schlechtes Gewissen, Jax. Hast du nicht, Jax. Jax, beruhig dich, Jax.